Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Humaldo Plays. Heute spielen wir was Schönes für euch, nämlich heute wird es ziemlich geschichtsträchtig. Ich entführe euch ins antike Roma mit der Forgotten City. The Forgotten City ist ein, ich sage mal, ein ganz spezielles Spiel, für das man eine gewisse Geduld mitbringen muss. Normales spiele ich auf meinem Kanal da eher diese actionreichen, sehr unterhaltsamen Spielen. The Forgotten City hingegen ist, was soll man sagen, ein Adventure, ein Mystery-Adventure in First Person. Ja, aber ihr werdet es schon selber sehen. Ich starte jetzt einfach mal rein. Nur so viel vorweg, dieses Spiel enthält sehr viel Text, sehr literarisch alles und es könnte deswegen ein bisschen, für manche einen ein bisschen langweilig werden, aber ja, ihr spult halt einfach 4. Gell? So, das ist ein Rätselabenteuer, das auf verschiedene Weisen enden kann. Rohe Gewalt zahlt sich nicht aus. Gegenwart, genau, das Ding ist ursprünglich als Skyrim-Mod, also der Elder Scrolls Skyrim aus 2011 ist das als Mod entstanden, also da hat irgendjemand dieses Spiel gehackt, gemoddet und hat ein eigenes Spiel draus gebaut. Genau, hat damals... Genau, auf jeden Fall die Originalversion, also damals die rausgekommen ist und einige Preise gewonnen hat im Jahr 2015, war eben ein Mod von Skyrim, ist inzwischen mittels der Unreal Engine modernisiert worden und ist ja im Juli 2021, also letztes Jahr, dann richtig rausgekommen. Jetzt kann ich mir entscheiden, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Welcher von die zwei ist der Mann? Ich glaube, ich nehme eine Frau. Ich werde eine Frau sein. Hautfarbe, machen wir schon Sonnen, na, das passt schon. Spieler muss natürlich die Humalda sein. Ne? Humalda, wenn ich schon eine Frau bin, dann bin ich die Humalda. So, da. Okay, ja, na, das hat schon passt. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? No idea. What's the last thing you remember? Also ich kann mich nicht daran erinnern, warum ich dort bin. Diese Dame hat mir da anscheinend aufgeglaubt, am Fluss bewusstlos. Ich war auf einer Geheimmission, da wäre dann der Soldat, Flucht vor dem Gesetz, da schneller beim Sprinten, Schmerztoleranz ist besser, 10 Kugeln. Der jahrelanges Studium der Geschichte gibt Einblicke in die Welt der Antike. Ja, ich mag's mit Gehirn. You're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins. Ja. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. Der Al. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. Ja. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him. So I'm just kind of stuck here, waiting. Ja. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. Klar. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Ja, mach mal. Darf ich zuerst ein paar Fragen stellen? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... Ja, frag. Okay. Was ist deine Geschichte? Wer ist Elle? Wo sind wir? Was kannst du über die Ruinen erzählen? Hast du versucht, um Hilfe zu rufen? Ja, das ist ja schon das Haupt-Gameplay-Element. Man kann mit den Leuten da reden und verschiedene Fragen stellen und dann kriegt man Hints, wie man es eigentlich kennt aus den klassischen Point-and-Click-Adventuren. What am I? An idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find... Ja, also man ist da ziemlich im Nichts. So, okay. Die Ruinen, wo sind wir? You really don't remember? We're in Italy. In Italien. River is the Tiber. Beim Tiber. Und wer ist denn dieser L? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. Okay, anscheinend hat es vor mir schon da hingespült. The two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure.
Once you find him, that is. Und was ist deine Geschichte? There's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Oh, I'd rather not say if it's all Ja, the same warum? to you. Sag mir deinen Namen, sei nicht feig. Warum denn? All right, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Karen! Vielen Dank, dass du mein Leben gerettet hast, welcome. Karen. Always happy to help. Was there anything else you wanted to ask? So, was hat's mit den Not Ruinen auf much, sich? really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Ja. Okay, das war alles. Alle Optionen sind ausgegraut. Great. So you're ready to go look for Ja, Al? klar. In Ordnung, bin dabei. Ich verzichte. Nehmen wir das. My hero. The entrance is just past those columns behind you. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Ja, was denn? Eine Taschenlampe. Sehr schön. Da Gegenstand nehmen. So. Somit beginnt jetzt das Spiel. Diese Animation der Hände ist super. Okay, wurscht. Ich will jetzt nicht die Stimmung zerstören. Es ist ja schließlich ein ernsthaftes Spiel. So, okay. Jetzt bewegen wir sich da voran. Mit der Taschenlampe. Und da vorne ist schon der Questmarker, der sagt mir, wo die Ruinen sind. Nämlich da. Schauen wir mal. Da hinten ist mein... Da bin ich angestrandet worden. So. Und da geht es hinein in diese Ruinen. Also, es ist sehr höhlenhaft alles da. Also doch alles ein bisschen linker Trigger zum Sprinten gedrückt halten. Was ja sehr, sehr seltsam ist, dass da römische Ruinen unter Tage sind. So. Die Taschenlampe senken. Das verstehe ich nicht. Taschenlampe. Taschenlampe aus. Taschenlampe ein. Taschenlampe aus. Taschenlampe ein. Taschenlampe. Ich drücke immer, also wurscht, das macht der linke und der rechte. Die linke und rechte Taste machen genau das gleiche. Okay. Spiel will, dass ich da diese Tür hineingehe. Und da ist eine Notiz. So, richtig. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in Ja, paradise. ewigen Leben im Paradies. The wicked Ah, shall find themselves showered in gold, but in vain. okay. This shall be their final resting place." Okay, mit Gold übersieht, das weiß ich schon. Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. Okay, der Al ist da reingegangen, hat da eine mysteriöse, einen Eingang in eine mysteriöse Stadt gefunden und da ist anscheinend unser Rucksack. Voll abgetragener Wanderkleidung und leeren Essenspaket, nichts Wertvolles dabei. Aber trotzdem scheint es seltsam, dass Al ihn zurückgelassen hat. So. Schauen wir da, was steht da? Ach Gott, inspizieren. Eine lateinische Tafel, auf der steht: Ihr, die die Stadt betreten wollt, tretet voran und werdet beurteilt. Die Tugendhaften werden mit dem ewigen Leben im Paradies. Ja, passt. Und die Niederträchtigen werden mit Gold... Oh! So, das war eine Drehtür. Und zack, rein geht's ins Wasser. Das heißt, ich kann schwimmen offensichtlich und habe sogar eine Luftanzeige. So, finden den Eingang zur geheimen Stadt. Ich schätze mal, das haben wir schon mal geschafft. Schauen wir, gibt es da irgendwas zum Erkunden? Nein. Okay.
Ja, guten Tag. Da ist eine goldene Dame. Eine weitere goldene Dame in seltsamen Posen, die mir zuflüstern. Ja, ich habe es schon ein bisschen gespielt, das Ganze, den ganzen Spaß. Deswegen, ich würde jetzt nicht spoilern. Und das Spiel ist auch relativ umfangreich, das heißt, ich werde euch heute da sowieso nur einen kleinen Eindruck geben können. Und es ist schon mal sehr wichtig, dass da überall diese goldenen, mysteriösen Statuen herumlungern. Eine junge Römerin in der Pose der Wehklage. So. Du rennst weg, du bist nicht umgefallen. Ein römischer Gladiator in Laufhaltung. So. Currykits essen, also ich kann nicht Latein. So. Und was ist mit dir? Eine junge Römerin sieht aus, als hätte sie um ihr Leben gebettelt. Ja, das haben wir schon gesehen. Gut, und anscheinend bin ich da wirklich im Inneren der Erde. Also es ist eine riesige Höhle, warum auch immer es da drinnen hell ist. Alles ist zerstört, natürlich ist es eine Ruine. Und überall sind goldene Statuen. Aber sind das wirklich Statuen? Okay, der Militärkommandant versucht sich von etwas los. Und lustigerweise brennt es da. Das heißt, es scheint jetzt also doch gar nicht mehr so zu verlassen zu sein. Da oben überall Ruinen. Ja, es ist eine interessante Idee. Eine Stadt in einer riesigen Höhle. So. Aquädukte. Aha. So. Da kann ich eh nur einen Weg entlang gehen. Die betet um Hilfe, die nie kam. So. Schau mal, wo mir dieser Weg hinbringt. Oh! Da hängt doch einer. Folge Els Spur. So. Eine Steintafel. Whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, and that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. Okay, das ist offensichtlich der Al, der da hängt. Der ist jetzt auch vergoldet. Der hat sich das Leben genommen und hat mich gewarnt. Alles ist besser, als durch dieses Tor zu gehen. Aber es wäre ja kein Abenteuer. Es wäre ja kein Abenteuerspiel, wenn ich nicht natürlich genau das machen würde, nämlich durch das Tor gehen. Okay, die Statuen wispern immer nur zu mir. So. Jetzt rein in diese Ruine. Und da ist schon mein Ziel in 20 Metern. So. Oh! Grüß Gott, wer bist du? Ein Römer, der auf den Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. Ah, jawohl, da geht es ja gleich zur Sache. Ohne großartige Umschweife ist da ein magisches oder mysteriöses Portal. Ja, und durch dieses Portal werde ich mich einfach durchgeschmeißen jetzt. Ja, danke für diesen Tipp, während ich durch den Zeittunnel rase.
Ja, und was natürlich war es ein Zeitportal. Hauptziel abgeschlossen, vergiss mein nicht. So. Da habe ich meine Queste und mein Inventar. Ich habe einen Dinar, eine Taschenlampe und eine beschriebene Steintafel. Und mein Hauptziel war, finde heraus, wie du aus der Vergangenheit zurückkehren kannst. So ist wieder mal der Quest-Marker ist wieder mal, weiß schon wieder mehr als ich weiß. Ich weiß nicht, was los ist. Servus. Fremdling. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? So. No idea what you're talking about. Ich komme aus der Zukunft, du Depp. Wait, are you a bit, not right in the head? Ja. That's all right, friend. Everyone's welcome. Sehr schön. Da gefällt's mir. In Ernst, welches Datum haben wir? Sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Das Jahr. It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from exactly? Hey, not so loud. Der Christus war da nur ein. That name could land you in trouble here. If you haven't heard, his cultists burned down half of Rome last year. Horrible business. I heard Nero executed some of them, but a lot of people are still angry with them, even down here. So, if you're one of them, keep it to yourself. Ja. Listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more ways than one. Dankeschön. So, let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Euren Gesetzen? Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Ja, klar. Follow me. When I So. first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Ja, also Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, 23. since nobody knows a way out, but it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. okay, da ist schon mal die Bardame. I'd stay clear of it and her, if I were you. She's... it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. Okay. She means well. She's just been in a bad place since... Well, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Galerius, you're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, sister. So, der nächste. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. I expect the magistrate wants to brief you about the golden rule. It Die shouldn't take too goldene long. Regel. He's busy preparing for the election later today. Okay, Follow passt. me. So, also es gibt What you really need to understand right now is the golden rule. ja, die goldene Regel.
Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us Whatever in are 10 you wearing? would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. Who's up these stairs? Okay, wir sind jetzt beim Magistrat und der lustige Typ hat uns gerade erklärt, es gibt die goldene Regel. Also zuerst hat er uns erklärt, wie das mit der Dezimierung vorangegangen ist. Also wenn in den römischen Legionen jemand einen Scheiß gebaut hat, dann ist jeder 10. getötet worden. Egal, ob er schuld ist oder nicht. Und so hat man versucht zu verhindern, dass es irgendwie Aufstände gibt. So, weil jeder war verdächtig, jeder hat jeden verdächtigt und die Leute haben, also vor allem, wenn einer wirklich gemeutert hätte oder wie das heißt, oder eine Fahnenflucht begangen hätte, hätte es geheißen, dass von den Soldaten wahllos jeder 10. getötet wird. Und somit hat man diese Moral, ist glaube ich das falsche Wort, aber zumindest verhindert, dass die Soldaten irgendwie abtrünnig werden. Ziemlich brutal. Und die goldene Regel, die dort in dieser Stadt herrscht, ist ähnlich, aber wir wissen nicht genau, warum sie nur schlimmer ist als die Dezimierung. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Was ist eure Geschichte? Eldest Die daughter of the Sentia. magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Bezaubernd. Ja. Ja, ich werde I jetzt trust gehen. you can see yourself out. Ja, der ist ja sehr freundlich. Dann schauen wir mal auf. Oder zumindest irgendwo. Ich sehe jetzt den Magistraten. Ah, da ist er schon. Da ist er schon. Schau. Okay. Schauen wir mal, was mir der so erzählt. Christina. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Humalda. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Equitia. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Indeed. More importantly, wunderschön, diese Stadt. consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up.
Ihr seid in einer Höhle, wie könnt ihr in der Sonne sein? Now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the golden rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Okay, Zusammenfassung. Die goldene Regel, von den Göttern auferlegt, da heißt jeder, wenn eine Sünde begangen wird, werden alle dort sterben und zu Gold verwandelt. Weswegen keine Sünden, keine Verbrechen begangen werden, weil einfach jeder ziemliche Angst hat davor zu sterben. Da könnt ihr mir jetzt durchfragen, was zählt hier als Sünde? Warum könnt ihr der Sache nicht selbst nachgehen? Gibt es Verdächtige? Falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine Zeit zurückzukehren? Gibt es irgendwelche Verdächtigen? Stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore. What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Woher weiß ich, dass ihr nicht die verantwortliche Person seid? What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Gutes Argument. I'm glad you think so. Without trust, without each other, we won't be able to prevent what is about to happen. Gut. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. So, also gut. Das heißt, er am Abend diesen Tages, wo er da jetzt gerade gibt es eine Wahl, ob er an der Macht bleibt oder sein Konkurrent quasi die Macht übernimmt. Ja, wie ihr schon gesehen habt, es ist sehr textlastig, alles ist vertont. Das heißt, es ist ein sehr langsames Spiel, man kann sehr viele Dialoge lesen. Good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Wonderful. Passt, bin dabei. I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Super. And one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia, the Shrine of Apollo, in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Gut, ich werde mich umgehend darum kümmern. Mache das Ganze gleich zur aktiven Quest. So, also, das Ganze schaut zwar nur aus wie ein First-Person-Shooter, oder es ist ein Abenteuer, ein Adventure. Nicht unähnlich zu den Point-Click-Adventures, sage ich mal, wo es ist natürlich auch viel einfacher gehalten, keine großartigen Rätsel. Obwohl man vermutlich vielleicht eher Visual Novel-Style könnte es auch treffen, weil es halt wirklich viel Dialoge gibt und weil man eigentlich im Prinzip nichts anderes macht, außer diese Stadt erkunden, mit Leuten reden und Hinweise sammeln. Es ist quasi ein Whodunit, also ein Krimi, wenn man so will. Jetzt muss ich natürlich die Bewohner dieser Stadt kennenlernen, sie ausfragen und Hinweise sammeln. Ja, und Hinweise sammeln, zum Beispiel, mit dir habe ich schon ein bisschen geredet. Oh, look, you're back. How lucky for me. Ja. What is it now? So, man sieht schon, alles, was ich schon gefragt habe, ist schon ausgegraut. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies?
Wann habt ihr zuletzt gesehen? Ihren Namen? Ihr seht erstaunlich entspannt aus. Und mir denkt, dass eure Schwester verschwunden Why? ist. Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Ja, bluffen geht auch. Ugh, you're awful. Get out of my villa and never speak to me again. Okay. So, gut, das hat ihr nicht so ganz gefallen. Gehen wir aus dieser luftigen Villa also wieder aus. Die hat irgendwie keine Wände. Okay, das heißt, das Haupttor macht viel Sinn, wenn man da eigentlich seitlich auch rausmarschieren kann. Tolle Architektur. Genau. Und immer wenn ich neue Hinweise kriege, sollte ich die dann da auch wieder... quasi... You've returned. Do you have any news about your investigation? So. Ja, gut, man könnte sich da unendlich viel Dialogen verrennen. So. Here is proof of a degenerate mind. Hey Horatius, how's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? Was ist denn da? Graffiti? Goad me into an argument. Sentius und Malulius, der gleiche Mist, der lediglich anders riecht. Keep his own daughter safe. How can anyone trust him to keep us safe, eh? Why do I get the feeling you lot had something to do with Sentilla's disappearance? That's it. Blame everyone but yourself. If I find out you did something to that poor sweet girl, not even the golden rule is gonna protect you. Got it? Ha! As if I'd be afraid of you, little man. Okay, so das sind die Feinde. Wer bist jetzt du eigentlich? Der Fremdling? So. What were you two talking about? Entschuldigung, wie bitte? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. If he's making a last-ditch effort to pick up votes by talking to a woman, he's even more senile than I thought. Everyone knows women can't vote. Danke für die herzliche Begrüßung. Ich werde jetzt gehen. Okay, der ist auf jeden Fall der Vertraute vom Konkurrenten, der zur Wahl steht, der da drin wohnt. Aber diese Tür ist verschlossen. So, jetzt schauen wir, warum muss ich jetzt eigentlich schnell zum Apollo schreien? Finde raus, was Lucretia zu schaffen macht. Okay, da werden wir jetzt einfach mal den Questmarker nachlaufen. Da steht jemand. Tipp auf X, um den Weg zu deiner... Was? Was? Was ist da gleich so ein X? So, wer bist du? The great temple majestic. Ah, okay. Sehr schön. Wenn man X drückt, das ist auch neu. Also das habe ich noch nicht gewusst. Kommt da ein Pfad an Schmetterlingen, den ich einfach nur folgen kann. So. Und jetzt bin ich bei der Lucretia. Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Julia. She was a good woman. Was ist passiert? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here, with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Well, unless kann ich you have helfen? power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin.
I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Oh, ja, If I lose mache. another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. Ah, ich werde mich umgehend darum kümmern. Come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Ah, cool, sehr schön. So, ja, man sieht schon, die Julia hat keine Gegenstände, die ich looten könnte. Die Lucretia ist die Ärztin dort und die Julia ist vergiftet worden. Da drüben am Marktstand ist der Decius, der ein bisschen fies ist anscheinend. How'd you do? Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Decius. Okay, so. Ja, ich werde das jetzt abkürzen. Genau, ich werde dieses Spiel da jetzt nicht durchspielen. Ich will euch ja nur einen Eindruck geben, was alles möglich ist. Das heißt, ja, man kann diese Stadt da natürlich erkunden. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? Genau. Help! Das passiert automatisch, sobald ich da in die Nähe komme. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Soll ich wieder suchen? Thank you. He's still in there, somewhere. Okay, da gibt es einen Typ mit einem Bogen, ist eingedrungen. Und sie wird in den... Habt ihr das gehört? Hear what? Da hat was geflüstert. Ich hörte eine Stimme, die flüsterte Nein. We don't have time for this. I have to go. Vergesst es, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. So. Sie rennt jetzt rein in den Schrein, um sie zu verstecken vor den Typen. The shrine is collapsed. Ja, und der Schrein kollapst und sie stirbt. Ein tragischer Unfall, warum auch immer das passiert ist. Ja. Da eilt schon jemand herbei. Ich weiß nicht. Fabia, no! Fabia. Oh God, she's dead. Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her. Oh, Fabia, why did you have to go in there? Poor sweet girl. Okay, so. Wenn ich da jetzt weitergehen würde, taucht ein vermummter Geselle auf mit einem Bogen, der mich bedroht. Und den habe ich noch nicht rausgefunden, wie man den besiegt, aber ich vermute, dass es irgendwie darauf hinauslaufen wird. Es könnte jetzt als Spoiler betrachtet werden, vorne, wann es stimmt, dass ich sie irgendwie halte davon, dass da reinrennt. Dann werde ich den Eindringling da hinten überreden, dass er in den Schrein geht und dann statt ihr getötet wird. Das ist wahrscheinlich so das, was ich erreichen muss mit Überredungskunst, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich will euch ja da nur ein bisschen weiter zeigen. Genau, im Prinzip mache ich jetzt eigentlich das Gleiche, was ich schon gesehen habe die ganze Zeit. Also es ist sehr, sehr, sehr detektivlastig, sage ich mal, sehr, sehr redelastig. Das heißt, da muss man Lust drauf haben, weil es könnte leicht sein, dass an das eher langweilig wird, wenn man das nicht taugt. Aber wem Storys wichtig sind, den könnte das Ganze natürlich schon sehr gut gefallen. Deswegen werde ich dieses Video ja auch nicht allzu lang machen, weil wenn euch das gefällt und ihr das selbst spielen wollt, dann will ich euch natürlich nicht zu sehr spoilern. Also wenn ich runterfalle, stirbe ich. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber es ist natürlich ein Zeitschleifen-Spiel. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich diese Sequenz immer und immer wieder spiele und natürlich die Abläufe mehr oder weniger immer besser kennenlernen werde.
und natürlich mein Wissen mitnehme und dann zum Schluss irgendwann einmal herausfinden wir, wie am besten mit wem spreche. So, da bin ich wieder auf dem Marktplatz, wo ich zuerst schon war. Oh, der hat noch ein Gewand an. Und so. On your best behavior, I trust? Genau, und das war's jetzt schon. Das muss and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? So, was ist eure Geschichte? Wie läuft die Wahl? It must be completed by dusk, just the same as any. Sie ist anscheinend die Wahlveranstalterin. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Genau, Sentius kennen wir schon, Malleolus ist sein Konkurrent. Wer darf wählen? Was ist eure Aufgabe? Können wir nun mit der Wahl beginnen? I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner, Ja. if there's a good reason. Schauen wir, ob es einen guten Grund gibt. Eine frühzeitige Durchführung kann Konflikte zwischen den Wählern verhindern. Yes, I have overheard some rather unpleasant arguments. The last thing we need here is additional conflict. Very well. I'll get things started right away. Ja, so leicht geht es. So. Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Election starting. So. So. Wurscht, ich gehe einfach noch. Ich glaube, ich habe nur die falsche Quest ausgewählt. Auf jeden Fall, jetzt marschieren wir wieder dort zu der Arena, wo die Wahl stattfindet. Die ganze Bevölkerung, die da aus 22 bzw. 23 Leuten besteht, von denen 3 verschwunden sind anscheinend oder gestorben sind. Also das ist so die Größenordnung von dieser Kommune dort. Die werden jetzt den neuen Bürgermeister wählen. Und was natürlich auch mein Spiel dann sein wird, ist, ich werde versuchen müssen, natürlich dann die Wähler ein bisschen zu beeinflussen und wen sie wählen. Das heißt, auf das habe ich dann auch Einfluss. Das heißt, ich möchte wahrscheinlich, dass der gute Herr, der Sentius, bleibt. Dass der Chef bleibt. So, sie schauen beschäftigt aus. Da sind schon alle Wahlberechtigten, das heißt nur Männer, weil eben es dort noch kein Frauenwahlrecht gibt. Da kommt der Letzte her und jetzt passiert dann die große Wahl. So. Nicht aber vorhin über die Stirn, gell? So. Oh, und da ist auch schon der Konkurrent. We have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurges. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Malleolus. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Malleolus. Rufius. Malleolus. And finally, Domitius. Malleolus. Who else? Okay. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurges. Das ist der da. Hail, Magistrate Malleolus. Ja. I said, hail, Magistrate Malleolus. Okay, so, jetzt haben sie einen neuen Chef. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. For my first act as magistrate,
I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius, here and now for your entertainment. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies! It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. This is why he's in his gladiator gear. They've been planning this all along. Shut up, all of you. The magistrate has spoken. I'm going to enjoy killing you, old man. The many shall suffer for the sins of the one. Okay. Da sind jetzt aber goldene Schwertkämpferinnen aufgetaucht und schießen quasi auf Menschen und die werden dann zu Gold. Also das heißt, jetzt muss ich flüchten. Wieder zum Schreien. Also das heißt, es ist jetzt anscheinend ziemlich schief gegangen alles. Oh, sie schießt auf mich auch. Gut, das heißt, das darf ich mich nicht treffen lassen. Wieder zurück zum Schreien und... Ah, interessant. Der ist warum ist denn der jetzt zum Skelett worden? Auf jeden Fall wieder rein in das Zeitportal. So. Und ich bin so mit dem zweiten Loop angekommen. Alles ist wieder zurückgesetzt. Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who Ja. you are and... Ich bin Humaldo und wir hatten diese Unterhaltung bereits. I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius und werdet mich gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen, damit er mir mehr über die goldene Regel erzählen kann. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Kein Problem, ich muss gehen. Since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Ja. So. Ein Seilrutschenlenker. Das heißt jetzt über ein... Attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. So, das ist ja sehr praktisch. Worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Jo. Ich werde jetzt gehen. See you around. So, das heißt, genau in diesem Moment ist mein Xbox Series X Batterie, die Controller, die Batterie ausgegangen, was perfekt eigentlich ist, um das Video zu beenden. Ja, das war ein Vorgeschmack auf The Forgotten City. Ich werde das jetzt nicht weiterspielen, das ist keine Serie, die da jetzt starte. Ich finde das Spiel an sich sehr interessant und ich habe selbst ja ein großes Faible für Zeitreise und Time Loop Spiele, aber ich habe schon gesehen, mir ist das Ganze dann ein bisschen zu textlastig. Ich habe zurzeit nicht die Geduld, mich so arg in so textlastige Story-Spiele reinzufuchsen. Deswegen werde ich dieses Spiel jetzt nicht weiter verfolgen, aber wenn ich es sehr, sehr interessant finde und es spannend finde, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wie man die Bewohner dieser vergessenen Stadt dazu bringen kann, dass sie in meinem Sinne reagieren. Wenn euch das Ganze taugt, kann ich euch das nur sehr empfehlen. The Forgotten City ist zurzeit gratis im Xbox Game Pass dabei. Da kann man es euch gratis spielen. Ist für die meisten anderen
Plattformen erhältlich, natürlich für Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, Nintendo Switch, aber mit Vorbehalt. Auf Nintendo Switch ist es nur als Cloud-Game da, das heißt, da muss man es zahlen und dann kann man nur spielen, während man im WLAN ist. Das ist nicht so mein Ding. Ansonsten, ich hoffe mal, dass ich in den 50 Minuten, die dieses Video da jetzt dauert und ihr bis jetzt durchgehalten habt, ihr schon rausgefunden habt, ob das was für euch ist oder eher nicht. Und ja, wenn es was ist für euch, schreibt es unten in die Kommentare, wie es euch taugt hat, wenn ihr es dann auch spielt oder durchgespielt habt. Würde mich sehr freuen, wenn ich euch das Spiel ein bisschen schmackhaft machen habt können. Wie gesagt, für mich ist es nichts, ich werde es nicht weiterspielen. Ich habe zurzeit einfach keine Geduld für storylastige, textlastige Spiele. Danke fürs Zuschauen, hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr vorbeigeschaut habt und vergesst nicht den Alk abonnieren, liken, kommentieren, den mir auch sehr, sehr gefreut und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Pfiat euch!